Guten Morgen und willkommen zum aktuellen Video bei Brent Equipment. Ich habe heute zwei Neuigkeiten für dich. Und zwar zwei Neuigkeiten, auf die wir ziemlich stolz sind und die zeige ich dir jetzt einfach mal. Das erste ist die pneumatische Tassenpresse, eine 4er Tassenpresse mit auswechselbaren Elementen. Und das Besondere dabei ist auch, diese Tassenpresse hat eine Beheizung für den Boden der Tassen. Eine normale Tassenpresse beheizt nur den Umfang, also sprich die Wand der Tasse. Und das hat in aller Regel zur Folge, dass wenn du mit deinem Motiv ziemlich nah an den Boden gehst oder ziemlich nah an den Henkel, dass du dann insbesondere in den unteren Bereichen und insbesondere bei dunklen Farben, Schwierigkeiten hast, den Druck vollständig zu übertragen. Und diese Presse löst dieses Problem, indem sie den Boden der Tasse miterwärmt und somit für eine gleichmäßige Temperatur über die ganze Tassenoberfläche sorgt. Die Maschine hat insgesamt 4 Stationen und hat, wie schon gesagt, zusätzlich noch die beheizbaren Bodenelemente. Die Elemente können alle zusammen gleichzeitig geschaltet werden. Das ist dann diese Einstellung, sodass alle Elemente gleichzeitig angesprochen werden. Oder du kannst auch nur die linken beiden, also diese beiden, oder nur die rechten beiden zusammenschalten und zusammen ausführen. Die Maschine ist pneumatisch, das heißt, du musst keinen Hebel runterziehen oder keinen Hebel drücken, sondern man stellt einfach die Tassen rein, zum Beispiel jetzt hier auf der linken Seite, stellt den Regler in dem Fall auf links, weil ich habe nur links die beiden Tassen drin und drückt beide Knöpfe gleichzeitig. Maschine startet, also baut den Druck auf, heizt auf die eingestellte Temperatur hoch und beim Erreichen der eingestellten Temperatur beginnt die Zeit, die du vorher definiert hast, abzulaufen. Nach Ablauf dieser Zeit öffnet die Presse automatisch und du kannst die Tassen entnehmen, Papier abziehen und fertig ist die Laube. Der Vorteil einer pneumatischen Presse ist eigentlich ganz einfach, und zwar, du hast immer den gleichen Anpressdruck. Egal, wer die Maschine bedient und egal wann und ob der jetzt Lust hat, hier Kraft auszuüben oder nicht. Und auch egal, ob diese Tasse etwas größer oder etwas kleiner ist im Durchmesser, bedingt durch Fertigungstoleranzen. Du hast immer den gleichen Anpressdruck des Heizelements auf deine Tasse. Und das garantiert dir einfach wiederholbare Ergebnisse. Und deswegen ist eine pneumatische Presse im Flachbereich, aber insbesondere auch im Tassenbereich einfach eine tolle Sache. Und sorgt dafür, dass dein Leben einfacher wird. Als zweites Produkt habe ich einen richtigen Leckerbissen für dich. Und zwar geht es um dieses Produkt hier, Texprint Sticky. Ebenfalls ein Produkt, auf das wir sehr stolz sind, weil das Produkt gibt es in dieser Form noch nicht auf dem Markt. Das gibt es zwar schon, aber nur in großen Abmessungen, großen Rollen. Es gibt es bisher noch nicht im Formatbereich, also für die kleinen Drucker A4 und A3. Wir haben das Papier in beiden Formaten da. Artikel heißt Texprint Sticky. Und ich zeige dir das Papier jetzt einfach mal kurz. Dieses Papier hat eine spezielle Eigenschaft. Und zwar hat es eine Oberfläche, die beim Verpressen klebrig wird. Das heißt, diese Oberfläche haftet auf dem zu bedruckenden Substrat, also auf deiner Kissenhülle, auf deinem Babybody, auf deinem Shirt, was auch immer, aus Textil, aus Polyestertextil logischerweise, weil es ja für Sublimation. Es wird ganz normal gedruckt mit Sublimationstinte. Es gibt allerdings eine kleine Einschränkung. Wir müssen sehr stark in das Farbmanagement des Druckers eingreifen. Und das bedeutet, nicht jeder Drucker ist dafür geeignet. Unsere aktuellen Modelle, die wir anbieten im Ecotank-Bereich, sind dafür geeignet, beziehungsweise wir haben dafür spezielle Profile für den Sublisplash-Treiber entwickelt und erstellt. Nämlich der Epson ET 15000, der Epson ET 2756 und der Epson ET 2856. Der erste ist ein A3 Plus Drucker, die zwei weiteren sind beides A4 Drucker. In allen Fällen benötigst du für die Verarbeitung dieses Profils, dieses speziellen Farbprofils, benötigst du unseren Treiber, den Sublisplash Driver. Das ist die Grundvoraussetzung, ansonsten wirst du das Papier nicht erfolgreich bedrucken können.
Das heißt, Subdisplay-Treiber und wenn du ein Windows-Betriebssystem hast und einen dieser 3 Drucker, dann kannst du dieses Textbond Sticky verwenden. Ansonsten lass die Finger davon, du wirst nicht glücklich werden damit. Dieses Papier ist besonders und ist auch etwas besonders zu behandeln. Aber keine Angst, ich zeige dir einfach nur ganz grob ein paar Dinge, die du beachten solltest, damit du auch problemlos das Papier verarbeiten kannst. Wie du siehst, wälzt sich das Papier etwas und deswegen wird das Papier am Anfang vor dem Bedrucken etwas in die andere Richtung gerollt. Man rollt es gegen die Wellung, sodass es dann hinterher in der Schublade oder im Einzugsfach von hinten einfach plan liegt. Wenn du diese Gegenbewegung nicht oder dieses Gegenrollen nicht machst, dann hast du ein großes Risiko, dass dieser Effekt hier passiert. Nämlich, dass das Papier mit dem Druckkopf crasht. Also dass der Druckkopf in das Papier reinfährt und dann eben solche, zerstörte Drucke produziert. Und um das zu vermeiden, nimmst du einfach einen Stapel dieses Papiers, 10, 20 Blatt, wie auch immer, wie viel du brauchst, rollst das einmal gegen diese Wellungsrichtung, so in der Richtung und lässt ein paar Sekunden in dieser Richtung, dann verändert dieses Papier seine Eigenschaft, zumindest mal für eine gewisse Zeit. Du packst in die Papierzuführung rein und kannst es problemlos drucken. Eine weitere Eigenschaft, die du beachten solltest, ist, das Papier hält die Farbe an der Oberfläche. Das heißt, kein Stapeldruck. Du nimmst einfach das Papier, wenn das rauskommt, nimmst es auf die Seite und legst auf die Seite, nimmst den nächsten Bogen, legst ihn wieder auf die Seite und so weiter. Das bedruckte Papier auf das entsprechende Substrat legen, ohne die bedruckte Oberfläche anzufassen. Dann wird es auf das Shirt oder auf was auch immer gelegt, verpresst und dann geht es an der Presse weiter. Jetzt geht es um die Verarbeitung. Das heißt, ich habe mein bedrucktes Stück Papier, Textbond Sticky mit Sublimationstinte bedruckt, lege das auf mein Shirt. Zur Sicherheit ein Bogen Abdeckpapier oben drüber. Presse zu mit den ganz normalen Parametern, wie du auch deine anderen Sublimationspapiere verwendest. Ich habe jetzt hier 190 Grad und 1 Minute, also 60 Sekunden eingestellt. So, und die Presse ist fertig. Ich schwenke die zur Seite und jetzt siehst du einfach, das Papier bleibt liegen. Du kannst es heiß oder kalt abziehen, spielt überhaupt keine Rolle. So, Achtung. Und wie du siehst, siehst du nichts, also zumindest mal keinen Schatteneffekt. Und das ist ja das große Risiko ansonsten bei textilen Transfers. Beim Öffnen der Presse wird das Papier oftmals ein Stück nach oben gezogen. Das kannst du festkleben und machen, wie du willst. Das bleibt ein Stück weit einfach ein Schwachpunkt bei der Sublimation, dass die Papiere einfach ein Stück weit angehoben werden durch den Sog und dann sich von der Position einfach ein Stück weit verändern. Und das zeigt sich dann immer in so einem ganz kleinen, mehr oder weniger stark ausgeprägten Schatteneffekt. Und das hast du hier mit Textbond Sticky absolut ausgeschlossen. Das Papier haftet 100%ig am Shirt oder an der Kissenhülle oder am Babybody oder wo auch immer. Es haftet 100%ig und du hast garantiert keinen Ausschuss dadurch. Und das finde ich einfach geil. Wir haben uns das schon seit längerem überlegt und haben lange daran rumgetüftelt, die Parameter, also sprich das Farbprofil, entsprechend zu definieren und zu erstellen. Und jetzt sind wir so weit, dass wir das für die 3 Drucker entsprechend freigeben können. Das war's für heute. Beide Artikel findest du im Shop, das Textbond Sticky und natürlich auch die Maschine samt Zubehör. Findest du beides ab heute im Shop. Kann losgehen. Dankeschön. Ciao.